In diesem Video erfährst du, warum Erwachen in der neuen Zeit über die allen bekannte Erleuchtung hinausgeht. Außerdem erklärt Sangeeta, was das 5. Element ist und wie es alle Kriege beenden wird. Und was wird passieren, wenn das 5. Element sich tatsächlich ausschüttet. Dieses und noch viel mehr ist Teil unseres heutigen Podcasts. Viel Freude dabei. Ja, Biene, da sitzen wir wieder. Heute wieder ein sehr spirituelles Thema. Du wirst ja auch oft als Medium der neuen Zeit bezeichnet. Was bedeutet genau neue Zeit? So neue Zeit bedeutet grundsätzlich jetzt mal das goldene Zeitalter, was als goldenes Zeitalter bezeichnet wird. Aber um das jetzt ein bisschen abzukürzen, geht diese neue Zeit eigentlich zurück auf 1987. Dort wurde die erste Lichtkörperstufe aktiviert. Und bevor ich erzähle, was die erste Lichtkörperstufe bedeutet, möchte ich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, was vor 1987 war. Vor 1987 war es so, dass die Menschen in ihrer Energieausdehnung, in ihrer Bewusstwerdung sich so weit ausdehnen konnten, was man als Erleuchtung bezeichnet hat. Also Menschen, die erleuchtet waren, also das war der Ausdruck von früher, die Erleuchtung zu erlangen, war für viele Menschen das spirituelle Ziel. Und dazu hat gehört, dass vor 1987 im Kollektiv diese spirituelle Energie und die Avatare, die es gegeben hat, noch so gewirkt haben, dass Menschen einen Avatar oder eine Gottheit oder wie auch immer angebetet haben. Also sie sind, was weiß ich, nach Indien gefahren und waren in einen Ashram bei Sai Baba oder wo und haben sozusagen jemand, der sie geschult hat, auch angebetet. Und ab einem gewissen Punkt in der Ausdehnung der eigenen Energie, in der Bewusstwerdung, hat man dann von Erleuchtung gesprochen. Und mehr ging dann aber nicht. Also wenn man diesen Punkt erreicht hat, diese Ausdehnung, dann war man erleuchtet und man hat schon Erfahrungen weitergemacht in seinem Bewusstsein, aber von energetischen her ist dann nicht mehr viel passiert. Und 1987 wurde dann die erste Lichtkörperstufe in jedem Menschen aktiviert, also reaktiviert, dass man sich über diesen Erleuchtungszustand hinaus weiterentwickeln kann energetisch. Und das ist das, was wir heute Erwachen nennen. Und dazu hat dann auch gehört die Veränderung von 1987 bis heute, dass die Menschen nicht mehr so sehr im Außen gesucht haben, so in einem Ashram zum Beispiel, sondern sie immer mehr dahin geführt worden sind, dass sie sich selbst entdecken, was in ihnen ist, an Fähigkeiten, an Sachen, die sie mitgebracht haben, als sie geboren wurden, wie man das aktiviert, also dass man eben sich mehr zu sich selbst findet. Das ist das, was wir heute Erwachen nennen. Das geht über diesen Erleuchtungszustand hinaus. Und das bezeichnen wir als die neue Zeit. Und das ist auch diese Zeit, die sozusagen unseren Planeten nach Hause zurückführen wird. Dann wolltest du auf die erste Erwachungsstufe eingehen? Ja, die erste Erwachungsstufe war praktisch dieses Aktivieren, dass man energetisch mehr Energie aufnehmen kann. Also eine Energieausdehnung macht ja was mit einem Menschen. Also der Mensch besteht aus Energie. Ja, das ist halt nun mal so. Ich meine, natürlich haben wir einen körperlichen Aspekt und einen Körper, aber letztendlich ist alles, was wir tragen und haben, was wir sind, die Essenz davon ist Licht und Energie. Obwohl der Körper ja eigentlich auch dazu gehört. Ja, natürlich, genau, aber klar, es ist nichts unabhängig voneinander, aber jetzt mal so grundsätzlich, dass die Menschen das besser verstehen, ist einfach, dass wir, auch wenn wir einen Körper haben, energetische Wesen sind. Und eine Energieausdehnung macht mit einem Menschen ja etwas. Also das geschieht ja nicht einfach nur so, sondern
Das nennt man dann oder hat man Bewusstseinsarbeit genannt, dass man einfach diese Energie auch weiter in sich ausdehnen kann als dieser vorhin genannte Erleuchtungszustand. Und das geht seit 1987. Und heute in dieser neuen Zeit ist es halt möglich, sich so schnell auszudehnen wie niemals zuvor. Also das heißt, man kann dieses energetische Bewusstseinsfeld so weit ausdehnen, dass man diesen Erwachungszustand erreicht. Das ist etwas ganz Wesentliches und Wichtiges und das ist eben das, was man die neue Zeit nennt, also die Neuzeit. Mhm. Obwohl man natürlich jetzt auch noch etwas mehr differenzieren könnte. Ne? Also es gibt ja verschiedene Abschnitte in der neuen Zeit, in der wir leben, wo sich nochmal vieles verändert hat, 2003 zum Beispiel. Aber jetzt auf jedes einzelne würde ich jetzt nicht eingehen, weil das würde jetzt den Podcast sprengen, wenn man jetzt, da gab es ja ganz viele Sachen. Wichtig ist, dass man dieses Erwachungsprinzip versteht, also finde ich jetzt, dass man einfach versteht, wenn man rein vom Verstand jetzt ohne Gefühl, dass man eine Ausdehnung von 88% braucht, dass man überhaupt den Zustand des Erwachens erreichen kann. Und wie man den erreicht, das ist ja dann wieder eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss oder sollte, welchen Weg man dazu auch wählt. Aber Erwachen bedeutet ja auch, oder bedeutet nicht nur auch, sondern bedeutet, dass du weißt, wer du tatsächlich bist. In allen Facetten und mit aller Energie, die du in dir trägst. Und das wäre dann mit dieser 88% Ausdehnung der Erwachungszustand. Und natürlich gibt es verschiedene Punkte, jetzt von 1987 bis 2025 ja ganz, ganz, ganz viele. Hat sich ja nochmal sehr viel verändert seitdem. Ja, Ne? ganz viel. Ich sage ja, die schnelle Ausdehnung, das ist ja erst seit ein paar Jahren. Also, dass man sich so schnell ausdehnen kann. Und es macht auch sehr viel mit dem Menschen. Also das muss auch jetzt so sein, weil jetzt diese Zeit, also diese neue Zeit, sozusagen so erfüllt ist mit Licht, auch wenn man es in der Dualität nicht erkennt, aber es ist erfüllt mit so viel Licht, dass es jederzeit zu dieser Ausschüttung kommen kann. Welche Ausschüttung? Dieser Gottesliebe des 5. Elements. Also jeder kennt die 4 Elemente und es gibt ein 5. Element, das ist die Gottesliebe, die bedingungslose Liebe. Die ist gespeichert im Kristall Mona OH und es setzt sich zusammen aus Gottes Gedanken und Gottes Attribute. Und Gottes Attribute sind überall auf unserem Planeten verankert. Und sozusagen, die müssen genährt werden und das geht nur von den Menschen. Also dass Menschen bestimmte göttliche Attribute nähern. Das dehnt dann sozusagen den Gottesgedanken aus. Und wenn der weit genug ausgedehnt ist, wird der dann in dem Kristall Mona OH verankert. Und dort bildet sich das 5. Element zu einer Energiekugel oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Und letztendlich, wenn sich, also wie wir die neue Welt, unseren Planet, was diese neue Welt nennen, Quintas, sich öffnet, wird Folgendes passieren. Also einmal wird aus den Gitternetzen die Energie, die dort gesammelt und gespeichert wurde, diese Töne werden ausgeschüttet werden über unseren Planeten und gleichzeitig wird, also das hört sich jetzt krass an, aber wird sozusagen der Kristall Mona OH wie explodieren. Also wie damals, wo Jesus nicht mehr Mensch war, wo Millionen von Funken aus ihm raus sind, so wird es beim Kristall Mona OH sein. Und damit wird der ganze Planet benetzt werden und das heißt, das 5. Element hält Einzug auf unserem Planeten bei jedem Menschen. Das ist dann das, was wir als Aufstieg bezeichnen, Genau. Ne? Die Veränderung unseres Planeten. Weil der Ursprung ist ja nicht etwas, was, also
so wie unser Planet bis zum heutigen Tag im Bewusstsein, der Planet trägt ja auch ein Bewusstsein, eine Energie, gelebt oder sich erlebt hat, ist ja nicht normal. Das ist nicht ursprünglich. Also das ist nicht das, was eigentlich unser Planet ist. Unser Planet ist Gottesliebe. Unser Planet ist das 5. Element. Unser Planet ist ein ganz wichtiger Planet im Universum. Und angebunden an Gottes Atem, an der Mehrkörper Gottes. Und durch ein Experiment ist sozusagen unser Planet mit vielen anderen Planeten in eine tiefe Dualität gefallen, also weg von den magnetischen Linien des Gottesfeldes. Und so hat ein großes Vergessen und die Dualität eingesetzt. Und das ist ja nicht normal. Also, und es wurde alles dafür getan, dass dieser Planet wieder eingefügt wird, sozusagen ein Ruck bekommt. Das ist ja nur ein ganz kleiner Ruck eigentlich, dass er wieder in diesen magnetischen Feldern zirkuliert, dass man sozusagen diese Ursprünglichkeit wiederherstellt, was ja eigentlich geplant ist. Das Ganze hört sich ganz profan an, aber ich sage es jetzt einfach mal: Vertrauen, Geborgenheit, Gesundheit, viel längeres Leben, menschliche Liebe leben, himmlische Freude erleben, menschliche Freude erleben. Das ist eigentlich das, was normal ist. Und nicht das, was wir kennen. Also wir sehen es als normal an, weil wir es nicht anders kennen. Meinen ist nicht anders zu kennen, oder ist vielleicht besser ausgedrückt. Und deswegen finden wir das normal. Wir finden es einfach normal, so wie es ist. Aber es ist nicht normal. Mhm. Ist auch schön, was du mal gesagt hast, dass wenn das 5. Element ausgeschüttet wird, zu diesem Zeitpunkt jeder einzelne Mensch sich wieder geliebt fühlt. Ne? Ja. Und dass das eigentlich letztendlich der Schlüssel ist, Genau. um einen neuen Planeten oder eine neue Welt zu erschaffen. Ne? Ja, weil dann keine Kriege mehr sind. Also ich wäre ganz oft gefragt, also nicht nur bei den Abenden oder so, das ist einfach eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, auch von Freunden, die jetzt im privaten Feld und so, die sagen, ja, aber schau dir doch mal die ganzen Kriege an, schau dir doch mal an, wie es in der Welt ausschaut. Wie kann da eine neue Welt entstehen? Wie kann da... Ja, es scheint ja immer schlimmer zu werden genau. als besser, ne? Scheint. Es scheint aber nur so, weil in dem Augenblick, wo das 5. Element jeden Menschen berührt, fühlt sich jeder Mensch geliebt, gesehen und geborgen. Wenn auch nur für Augenblicke vielleicht. Aber das reicht aus, weil ein Mensch, der sich einmal geliebt und geborgen und in Sicherheit gefühlt hat, will keinen Krieg mehr führen. Der wird alle Waffen niederlegen. Also du meinst, das ist kein dauerhafter Zustand danach? Also es wird ein dauerhafter Zustand sein in Form von, dass die Menschen sich dadurch, was sie einmal fühlen, das ist ja dann diese Phase, wo oft gesagt wird von der geistigen Welt, man wird sich niederknien, man wird Tage verbringen mit dem, was man in sich fühlt. Der Planet wird heller werden und so. Das ist eben dann diese Phase, die geleitet wird durch den 5. Element. Und dann wird sich aber natürlich wieder irgendwie so, also so stelle ich es mir jetzt vor, so ein bisschen verschieben, dass ja, manche Menschen halt mehr noch in dieses Gefühl reingehen und mehr in sich verändern wollen und wieder andere vielleicht etwas weniger. Aber was keiner mehr will, ist kämpfen. Das würde vorbei sein. Und es werden auch die Menschen verstehen, dass jeder Mensch, egal ob welche Religion er lebt, welche Hautfarbe er besitzt, in welcher Kultur er auch hineingeboren worden ist, dass wir eine große Menschenfamilie sind. Das wird jeder wissen. Und dann gibt es das nicht mehr. Es gibt dann, also das verändert ja alles. Und also das ist jetzt gar nichts Spirituelles, aber das kann ich jetzt nur empfehlen. Ich fand es total schön. Ich habe mir neulich, ich glaube, das war auf Netflix, eine Doku angeschaut über Apollo 13 oder was so.
Und wie die da in ihrem Raumschiff saßen und die Erde angeschaut haben. Ja? Und dann sind die da ganz still geworden und haben gesagt, was für ein funkelndes Wesen doch dieser Planet ist. Und man sieht keine Grenzen. Man sieht nur, ich weiß nicht, ob sie das gesagt haben, aber ich habe so gefühlt nur Liebe. Und genau so wird es auch sein. Also alles, was wir auf unserem Planeten tun, denken, handeln, das kommt vom Menschen. Also das ist nicht was jetzt in der Ursprünglichkeit vorgesehen ist. Also auf unserem Planet sind keine Grenzen vorgesehen in der Ursprünglichkeit. Wir sind eine große Menschenfamilie. Also wenn man auf andere Planeten schaut, also wie die so leben, es gibt ja verschiedene Lebensformen. Jeder Planet lebt seine eigene Lebensform. Aber ich kenne keinen Planeten, wo es Grenzen gibt. Wenn jetzt die Arcturianer, die leben auch in Gruppen zusammen, aber es gibt keine Grenzen, die einen Arcturianer verweigern, irgendwo anders sich hinzubewegen. Und also das ist eigentlich das, auf was ich mich jetzt so persönlich am meisten freue. Also dass einfach das aufhört, dass wir einfach alles Gottes Kinder sind. Klar, geprägt durch unsere Kultur, geprägt durch unsere Erziehung, durch unsere Religion. Aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir alle Menschen sind, die eigentlich zusammengehören. Eine Familie. Ja. Schöner Gedanke, Schöner gell? Gedanke, ja. Ja. Man kann sich in der Dualität halt jetzt momentan nicht vorstellen, gell? Aber so schlimm wie jetzt war es eigentlich noch nie. Also mein persönliches Empfinden, es ist, glaube ich, auch noch schwierig, das ganz so zu leben in der Energie, in der wir alle noch drin sind im Kollektiv. Aber wie gesagt, dieser eine Moment, wenn das fünfte Element und alle Menschen fühlen sich geliebt, dann ist, glaube ich, genau das passieren. Ne? Ja. Dass die Menschen merken, alles ist miteinander verbunden, wie die Astronauten. Ja. Die auf den Planeten geschaut haben. Ja. Ne? Also das war wirklich richtig schön. Also es war einfach schön. Und so sieht man halt den Planeten auch vom Universum aus. Also jeder, der schon mal mit seinen Aspekten eine Reise ins Universum unternommen hat, weiß, wie unser Planet ausschaut. Und da ist ganz sicherlich keine Grenze zu sehen. Oder diese verschiedenen Kulturen, ich meine, das hat sich halt gebildet im Laufe der Zeit und ich finde, jede Kultur hat auch irgendwo seine Berechtigung, ob wir es jetzt gut finden oder nicht. Da fühle ich mich jetzt nicht berufen, irgendwie zu sagen, das ist richtig oder das ist verkehrt. Aber was ich weiß, ist, dass alles Menschen sind, alles Gotteskinder. Und nicht nur wir zwei. Nein. Ich habe mal Post bekommen und da hat jemand in Texas, glaube ich, in der Todeszelle gesessen und sein letzter Wunsch, wie auch immer er den erfüllt bekommen hat, wahrscheinlich durch seinen Anwalt, weiß ich jetzt nicht so genau, den Ursprungsnamen. Und in dem Augenblick denkst du doch nicht drüber nach, was der verbrochen hat. Ja, also Biene spricht gerade von dem Ursprungsnamen, die sie selber channelt für die Menschen. Ja. Also was das auch bedeutet. Ja, also was Liebe, also jetzt gar nicht wegen den Ursprungsnamen, sondern was Liebe bewirken kann. Oder Vergebung oder Verständnis. Es ist keiner böse geboren worden. Das ist ja alles irgendwie von Menschen anerzogen worden. Also der Mensch, so ein Wesen, was auf die Welt kommt, ist ja Liebe. Ja. Und in dieser neuen Zeit ist es halt auch meine Aufgabe, die Menschen eben in dieses Erwachen hineinzuführen, um ihnen das Potenzial zu zeigen, mit der geistigen Welt, was eben in ihnen steckt. Also ganz viele sagen, das war ja auch immer ein Thema bei Lee Carroll und so, das ist ja sowieso alles in uns.
Ja, das stimmt schon. Natürlich, alles ist in uns. Sonst könnten wir gar nicht erwachen. Aber du brauchst ja auch jemand, der dich anleitet, das zu entdecken. Woher weißt du denn, was alles in dir ist? Und dieses Herausfinden, welch ein Potenzial du hast, um diese Energie auszudehnen und letztendlich ins Erwachen geführt zu werden, ist schon etwas sehr Besonderes. Mhm. Du hast ja vorhin auch schon mal die 88% Lichtausdehnung erwähnt. Und du bietest ja auch sehr viele Möglichkeiten, um so etwas zu erreichen, das Erwachen zu erreichen, die 88% Lichtausdehnung zu erreichen. Magst du da mal eine von diesen Möglichkeiten herausholen und davon etwas erzählen? Ja, das sind und werden natürlich immer an allererster Stelle die Schritte bleiben, die 36 Schritte, die mir einfach auch sehr viel bedeuten. Also mir bedeutet alles etwas, was von der geistigen Welt kommt und was wir anbieten. Das ist jetzt nicht so, aber die Schritte haben schon etwas ganz Besonderes. Zum einen, weil es mein Auftrag ist. So hat alles begonnen mit 48 Schritte, heute 36 Schritte und in diesen Schritten ist so viel Weisheit und so viel an Energie und Licht enthalten, dass es mir oft wirklich die Tränen in die Augen treibt. Also also einfach zu wissen, du hast etwas in den Händen, was dir als Botschaft überbracht wurde, was du den Menschen weitergeben kannst und durch diese Schritte haben sie die Möglichkeit zu erwachen, sich so auszudehnen und sich gleichzeitig aber noch bewusst zu werden, was da eigentlich in ihnen geschlummert hat, das zu nutzen, das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Also ich finde jetzt, ich bin ja jemand und ich glaube, das darf ich jetzt auch sagen, weil es ja wirklich so stimmt, der sagt, es gibt so viele Wege, es muss nicht meiner sein, es muss nicht unser Weg sein, es gibt so viele Wege, die die Menschen gehen können und wenn sie sich da zugehörig fühlen, ist alles gut. Da bin ich die Letzte, die dann sagt, nee, du musst jetzt die Schritte machen. Mhm. Aber ich muss schon sagen, ich finde, die Schritte ist schon etwas ganz Besonderes. Also das ist einfach so viel Liebe. Und außer diese Ausdehnung, die man dann hat mit 88% und auch dieses Wissen und Bewusstsein für sich selbst, ist auch noch ganz wichtig, dass man in diesen Schritten auch die Selbstliebe entdeckt. Also sich selbst anzunehmen und zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin und so, wie ich bin ich richtig und gut. Das finde ich sehr wichtig und auch, dass man Widerstände erlebt und drüber geht. Also in Schritte sind auch Widerstände eingebettet. Und das finde ich auch ganz wichtig, also dass man über eine Grenze geht, dass man ein Stück weit seine eigenen Grenze öffnen muss, um etwas anderes zu erreichen, finde ich auch sehr wichtig. Also ich finde es etwas sehr, sehr Schönes. Ja, vielleicht wäre noch wichtig zu erwähnen, dass die 36 Schritte Botschaften aus der geistigen Welt sind. Ne? Genau. Ja, und der erste Schritt, den kann man sich ja auch kostenlos anhören. Auf unserer Seite ist auch wichtig, weil ich finde, dass man eigentlich gleich beim ersten Schritt merkt und spürt, ob das was für einen ist oder auch nicht. Mhm. Und ja, und die Schritte haben, wenn man sich das mal vorstellt, gell, so ohne Social Media, ohne Podcast, ohne Facebook, Instagram und sonstiges. Also jeden Kontinent erreicht auf diesem Planeten. Das ist schon erstaunlich. Mhm. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, also möchte ich auch gar nicht. Das ist jetzt mein Verdienst, gar nicht. Also ich habe es halt gechannelt, natürlich, und habe mich in den Dienst gestellt als Medium. Aber trotzdem erstaunlich, wenn man heute so sieht, wie sich Sachen verbreiten, dass es damals ohne diese ganzen Sachen ging. Dass das überhaupt möglich war. Dass es überhaupt möglich war. Und es wirklich auf jedem Kontinent dieser Erde. Also ich kann den Menschen nur empfehlen, sich den ersten Schritt anzuhören. Ja, vollkommen kostenlos. Ja. Ja, ihr Lieben,
Liebe Biene, Liebe Benny. vielen Dank für heute. Gerne, 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 gerne.